Hier, du musst aber hier die Ritze musst du auch treffen, ne? Ich habe getroffen. Hier ist ja nichts getroffen. Ja, guck dir noch mal, ich gehe da noch mal rüber nachher zum Schluss. Heute arbeite ich nicht alleine gegen den Wind. Dieser schwere Trümmer hier ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stefan und mir. Und ich sage euch was, 40 mm Blockbohlen aus Fichte KVH Holz. Eine ganze Menge Stahl, das macht das ganze Ding richtig brutal. Gebaut haben wir das im Shabby Chic Style, unsere lange Tafel. Freunde, hiermit heiße ich euch herzlichst willkommen bei Marke Eigenbau. Ich sage euch was, in den letzten Wochen ist tatsächlich einiges passiert. Die Webseite ist online. Auf dieser Webseite haben wir euch einen Zuschnittsplaner eingebaut. Ein richtig tolles Tool, solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Hinter mir hat der Björn schon das erste Tafelbild gemacht und ist quasi bereit, um an die Wand gehangen zu werden. Und ich hatte tatsächlich einen ganz tollen Gast hier, mein Kumpel, der Mike. Mit ihm haben wir unsere ersten T-Shirts hergestellt. Dazu aber später mehr. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, was denn alles an Arbeit ansteht, wenn wir uns mit so einer Bank und so einer langen Tafel beschäftigen. 4 passende Bänke, 2 Tische. Und was am Anfang wirklich einfach aussieht, beginnt mit einer ganzen Menge Vorbereitung. Bevor wir also schweißen können, haben wir tatsächlich unzählige Einzelteile zu fertigen. Das bedeutet zuschneiden, bohren, senken, entgraten. Jeder einzelne Arbeitsschritt kostet tatsächlich eine ganze Menge Zeit. Und wenn zwischendurch ein Bauteil fehlt, was im Werkstattalltag tatsächlich dazugehört, dann muss ganz einfach nachgearbeitet werden. Wenn wir jetzt von Tüchern reden, ne, habe ich, jetzt ohne Scheiße, das ist eine überragende Idee. Wir bringen einfach, jetzt mal abgesehen von Feuchttüchern, wir bringen Klopapier raus. Achtung, P40, 40er Korn, Klopapier, 80er Korn. Ist vielleicht nicht marktreif, aber gelacht haben wir trotzdem. Was ich euch hier gerade zeige, ist tatsächlich ein kleiner Lifehack von mir. Also ich nehme mir hier meine Rohre und bearbeite gleich mehrere in einem Arbeitsgang. Das sorgt unter anderem dafür, dass alle Teile ziemlich identisch vorbereitet werden. Das hilft mir viel und kann ich euch nur ans Herz legen. Schaut euch allein mal diese Menge an Einzelteilen an. Jedes Einzelteil muss vorbereitet, gereinigt, kontrolliert werden, bevor überhaupt an Schweißen zu denken ist. Sobald der Helm unten ist, blende ich tatsächlich alles andere aus. Da zählen nur noch 2 Sachen, nämlich das Schmelzbad und die Geschwindigkeit. Natürlich kommt noch ein bisschen Konzentration ins Spiel. In der Regel führe ich den Brenner mit rechts und habe links den Zusatzwerkstoff. Und diese Bewegung, die muss zur Routine werden. Und mit Routine meine ich, ihr könnt euch das folgendermaßen vorstellen, das geht jetzt an alle Autofahrer, Schalten im Auto. Kupplung treten, Gang einlegen. Wie macht ihr das? Ihr habt das im Gefühl. Routine. Und genau das Gleiche müssen wir produzieren während des Schweißens. Ich kann euch sagen, Marke Eigenbau ist quasi alles im Rahmen. Das ist es. Und das, was ich hier gerade baue, das ist der wie viel ist es? Der 16. Rahmen der 16. Das ist genauso wie der 14.12. oder der 16.3. Das ist Rahmen der 16. Ich habe hier einen echt schönen Schweißtisch. Der ein schönes Raster hat und. Am Ende des Tages ist es für mich gerade einfacher, ganz ehrlich, 90 Grad Magnete zu nutzen, weil das am schnellsten geht.
nichts spannen. Es ist sauber, natürlich kontrolliere ich meine Winkel hier, aber ich baue ja keine Rakete. Ne? Also muss ich die Kirche im Dorf lassen. Und diese brutale Präzision, die brauche ich hier gerade nicht. Beziehungsweise mir reicht, wenn das Kreuzmaß stimmt. Und das messe ich mir jetzt mal, dann kann ich nämlich heften. Der ist jetzt noch nicht 100%, der ist genau wie alle anderen auch. Der ist auch 1076. Aber ich kann ja viel erzählen, ne? Willst du das mal sehen? Ich glaube, ich vertraue dir. Ja, ich meine, was soll ich Scheiße produzieren? Ne? Völlig klar. Vertrauen wir dem Rico, Freunde. Ja, genau. Vertrau. Mein Sohn sagt immer Vertrau. Hier ist noch einer drin, aber das machen wir gleich beim Heften. 800. 800 soll sein. 720 ist. Und andere Seite auch. Also gar nichts machen. Das ist schon wieder fertig. Nummer 16. Boah, ich habe keinen Bock mehr auf die Dinger, ehrlich. Obwohl, das nächste Projekt wird beginnen mit einem Rahmen. Wir haben jetzt einmal außen geheftet. Bevor ich jetzt innen hefte, kontrolliere ich nochmal mit diesem Messgerät. Allerdings gehe ich jetzt nicht nach außen, denn außen liegen jetzt ein paar Heftstellen drauf, sondern ich gehe einfach innen rein und habe jetzt hier 1010, ziemlich genau. 1010, vielleicht sind es 11. 1010 oder 11. Und hier sind es 1010 oder 11. Das heißt, wir sind sauber, innen heften. Das machen wir erst auf der oberen zugänglichen Seite. Danach drehen wir das rum. Und ich mache das genau in der gleichen Abfolge wie eben. Hier heften, gegenüber, da heften, gegenüber. Da ist die Madame. Jetzt ist bei dem Projekt hier unser Ziel, nicht die perfekte, glatte Industrieoberfläche herzustellen, sondern shabby chic, handwerklicher Look, ein bisschen Vintage, ein bisschen rau. Also man darf ruhig sehen, dass dieses Möbelstück tatsächlich in echter Handarbeit entstanden ist. Mindestens genauso wichtig wie eine schöne, saubere Naht ist am Ende des Tages die Sicherheit. Sicherheit wofür? Sicherheit für die Atemwege. Schweißrauche gilt es aufzufangen. Unsere Absauganlage wurde so positioniert, dass sie ganz nah an der Entstehungsstelle der Schweißrauche platziert ist. Und da mir das nicht genug war und euch auch nicht genug sein sollte, bin ich hingegangen und habe hier natürlich einen Frischlufthelm genutzt. Schweißrauche sind ganz besonders dann gefährlich, wenn ihr in klitzekleinen Werkstätten arbeitet. In der Garage beispielsweise oder im Keller. Denn wir reden hier von einem MAK-Wert. Was bedeutet MAK? Die maximale Arbeitsplatzkonzentration. Nach dem Schweißen alle Nähte bearbeiten und dem Ziel ein ganzes Stück näher kommen. Dazu kommen jede Menge Späne, ganz viel Schleifstaub und natürlich das ständige Aufräumen. Denn wer sauber arbeitet, arbeitet am Ende meist schneller. Ja, vor allem kein Staub aufwirbeln, ne? Was ist das? Klitzekleiner Tipp, der tatsächlich gesundheitlich manchmal entscheidend sein kann. Weniger kehren, mehr saugen. Schritt für Schritt, ein Teil, das nächste Teil und noch ein Teil. Also eine ganze Menge Arbeit, aber am Ende verbinden wir das Ganze und kommen zum Ziel. Ihr seht, so ein Eigenbauprojekt bringt wirklich ordentlich Arbeit mit sich. Aber am Ende des Tages liegt genau der Reiz in so einem Projekt, in der Einzelteilfertigung und dem Jonglieren mit diesen ganzen Teilen. Alter Vater, ey. Nehmen wir den erstmal so.
Jetzt hole ich Öl und du holst den Rest. Don Skoliose. Ich habe nichts mit, ne? Werkzeug. Ja, ich habe da Werkzeug hier. Ja, Junge. Aber du hast doch Füße mit. Dezent. Dezent, ja. Dezent. Willst du hier drunter ölen? Ich öle mal gerade darunter. Die Frage ist, schrauben wir die da drunter oder gehen wir daneben? Wir gehen daneben. Weil sonst sind wir ja zu hoch. Mess mal. Miss, Imperativ. Imperativ, gut. Das ist 720. Ja, dann mess noch mal die Und Tischplatte. das ist 40. Dann ist das auch 40, dann ist das 80. ja, das ist zu hoch. Das ist so, also musst du neben den. 760, ja, dann gehen wir hier dran. Genau, dann Ist steht ja der gut. auch, hat der auch schön Einstand. Weißt du, was ich meine? Ja, ein Für den Mann, der am Kopf sitzt. Wo hast du den Schruf und so? Ja, Schrauber ist da hinten. Was hast du denn für eine Stärke? Ich habe 40. 40 ist das Rohr. Ja, und das ist auch 40. Ja, Also komm mal. 60er und 6 Stück pro. 4,5 mal 40, 50. Also 5. 5 mal 70. Boah, das ist aber schon haarscharf, ne? Ja, 80 habe ich auch. 5 mal 80. Nee, wir haben ja 80 als Gesamt. Ich habe ja eigentlich gedacht, Was denn? nee, ich habe nicht gedacht. Komm, wir nehmen 70. Da haben wir 10 mm. Warte mal. Lass mal gucken. Ja, locker. Super. Perfekt. Hör mal, ich mache hier einfach. Ich gehe da einfach ran. Das ist das Elendste an der ganzen Arbeit, ne? Das ist das Elendste an der ganzen Arbeit, ne? Was? Ja, du bist am Vorbereiten, hast hier 180 Schnitte, 240 Bohrungen, 480 Mal senken und am Schweißen und am Saubermachen. Und wofür? Dass du hier 6 Schrauben reinknallst und in 2 Minuten fertig bist. Hättest du Apotheker werden sollen. Apotheker. Ja, da hast du nicht so viel zu Stell dir tun. mich in der Apotheke vor. Ja. Hätte ich immer- Weißt du was, da wären die Schubladenschränke wären alle sehr niedrig. So, pass mal auf. Von unten, ich lass mal das Öl hier rein, dann gehe ich direkt über den Fuß drüber. Handgemacht. Handgemacht. Boah, Junge, wie ich das hasse, ne? Ja, also das will ich aber jetzt mal lernen von dir. Dass das Öl da funktioniert auf dem Stahl. Und das trocknet aus. Yes, Sir. Das heißt, das ist wie Ovatrol oder was? Oder Ja. wie darf ich mir das vorstellen? Ja, das wird nachher auch wie so eine Wachsschicht da drauf. Also eben hat er noch getönt, dass das hier 6 Schrauben, zack, zack, fertig. Wie, ich bin noch fertig. Jetzt stehe ich schon mit dem Quast hinter dem. Ja, Pinsel, Und jetzt Junge. macht er schon Probleme hier. Der Italiener. Das ist übrigens eine Arbeit, die könnte ein Italiener gar nicht verrichten hier oben drauf, weil der viel zu klein ist. Pff, der hat das mit seiner Größe immer, weißt du? Aber immer, ich werde mit PH geschrieben, weißt du? Ja, du. Guck mal, das sieht am allerbesten aus, ne? Der Rostfleck. Findest du nicht? Der ist super, genau so muss das sein. Das ist Ja, schick. der ist aber unten, den sieht kein Schwein. Ja, aber hier ist einer. Wo? Hier an der Seite. Hier ist ein shabby schick Fleck. Ja, da ist einer. Das ist Ja, genau ich meine, das, man was hätte ich den wollte. natürlich jetzt noch behandeln können, ne? Nein, wir behandeln nur gerade. Ach so, das ist die Behandlung. Das ist eine sagst Behandlung hier. du. Du hast ja gar nichts gesagt, ob die Nähte so sein sollen. Genauso. Die können jetzt, die rosten, wenn ich Öl drauf habe, fangen die auch nicht mehr an zu rosten groß. Das heißt, die bleiben dann so shabby schick. Genau das habe ich mir so vorgestellt. Wie lange zieht der Driss denn jetzt an? Bei dem Wetter, Nee, ich meine wegen Umdrehen und so. den packen wir jetzt an, drehen den um, stellen ihn hin, fertig. Dann Mit rollen dem wir die von schwarzen oben. Finger. Guck mal hier, wie das aussieht. Ist das schön, shabby schick. Ja, das kommt noch, ne? Nicht, dass wir die nochmal drehen müssen. Oder steht die hier schepp? Ne. Ja, hier steht alles schief jetzt gerade. Die Platte ist ja auch ein bisschen jetzt Ja, gut aber du geworden. siehst, was ich meine, ne? Ne, hier, die Maße sind sauber. Wenn ich da jetzt mit meinem Holzgliedermaßstab in Millimetereinteilung dran gehe. Ja, wenn du einen Millimeter drin hast, dann war das viel. Mehr Ich ist finde ja was. Was machen wir dann? nicht. Ja, Reklamation, Junge. 720? 720. Ja, das ist. Sah gerade aber so aus, als wenn der oben, ne? Ja, das habe ich doch auch gerade gesehen. So, kriegst du Aber das jetzt bewegt? Ob wir das, soll ich das so bewegen?
Ne, siehst du hier. Aber ich sag dir was, die Füße vom Maß her ist das genau richtig. Ja, habe ich doch gesagt. Das ist, Das haben wir genau richtig ausgetüftelt. Die sehen gut aus. Die sind nicht irgendwie zu dies, zu das, die sind genau richtig. Weniger darf das gar nicht sein. Und davon 2 und 4 Bänke, ne? Die Beize ist, die graut noch nach. Und das, der Wachs hier, das Öl, das auch nochmal. Und dadurch hast du nachher stellenweise das Gefühl, es hat mal drüber geregnet. Und dann sieht das nachher aus wie so alte Gerüstdielen, die 20 Jahre am Bau gelegen haben. Das heißt auf Deutsch, wir müssen eigentlich in einem halben Jahr nochmal drauf gucken. Schick. Schick. Ja, ich bin auf die Bänke gespannt. Leimholz sollte dann schon ein bisschen gerader bleiben, ja. Aber hier ist es ja eigentlich gewollt. Das war ja der Plan, dass das alles ein bisschen authentisch wirkt. Rustikal. Ne? Gelsenkirchener Barock. Ich drehe den mal. Soll ich erst mal bauen und dann gucken, was passiert? Also der ist raus. Und der ist raus. Die brauchen gleich eine kleine Bearbeitung. Der kommt mit. And from the back side. Hier hinten, this Lücke. Auge. Ja, was meinst du denn? You begins ever a good story with me here. Ja, hier so 2 Zollstockbreiten. Also Also wir haben das dann auf Englisch probiert, hat nicht geklappt. Yes, Konnte man dann nicht ausstrahlen. we do it for our English Zuschauer. Looker, for our English Looker. die Lukas, Junge. Auch wieder Specko, ne? Ja, Spekulatius. Specko. Ja, da sind wir aber weit von entfernt. Ungefähr 40 Grad. Hier, du musst aber hier die Ritze musst du auch treffen, ne? Ich habe getroffen. Hier ist ja nichts getroffen. Ja, guck dir noch mal, ich gehe da noch mal rüber nachher zum Schluss. Es geht ja erstmal darum, dass die jetzt überhaupt erstmal. Boah, Junge, das hört sich so schlotzig an, ne? Change it. Kannst du auch hier oben lassen, ne? Yes, Wir sind ja alte it's Männer. It's better for Von the working. back. Better for working. Sollen wir Italienisch sprechen? Ein bisschen dänisch. Was dänisch? 10. Okay. Wenn euch solche Projekte gefallen, begleitet uns gerne auf dem Weg, denn das ist bestimmt nicht das letzte Projekt, da kommt noch einiges auf uns zu. Und hier bei Marke Eigenbau zeigen wir euch den Weg zum Ziel. Ungeschönt, mit Problemen, denn auch bei dieser langen Tafel hatten wir ein Problem. Und zwar sind wir davon ausgegangen, dass wir die Blockbohlen einfach mit diesen Füßen versehen. Was jetzt aber tatsächlich ein Problem war, ist der Unterschied zwischen Holz und dem Björn. Richtig, Holz arbeitet. Wir haben also das Problem, dass sich das Holz verwunden hat. Und das tatsächliche Endbild, was wir jetzt hier gerade sehen, die schön sauber gemachte Bank, die hat noch ein bisschen Nacharbeit gefordert, denn im Nachgang haben wir die 3 Füße nochmal miteinander verbunden, um unten eine stabile Stahlkonstruktion herzustellen, woran sich das Holz anschmiegen kann und nicht umgekehrt. Denn schraubst du so ein Bein an das Holz, ist das eine Bein nach links, das andere Bein ist nach rechts und du hast einfach etwas Torsion in deiner Konstruktion. Diese Bank, die wir hier hergestellt haben, aus Konstruktionsvollholz, Fichte und Stahl, welches wir mit einem bestimmten Öl eingepinselt bzw. eingeschmiert haben, ist für drinnen gedacht. Die ist nichts für draußen, denn die würde der Witterung so gar nicht standhalten. Freunde, bis hierhin. Wenn ihr noch einen Englischkurs vom Stefan bekommen wollt, schreibt mir das einfach hier unten in die Kommentare. Wir sind an dieser Stelle raus und wir sehen uns wie immer in der nächsten. Let's go. Ich sag dir, let's go, Toaster.